So schnell geht das bei uns. Eben noch die Zelte abgebaut in Stuttgart. Da waren wir quasi gefühlt die letzten Wochen und Monate. Und jetzt sagen wir herzlich willkommen zu Stachys Wochenschau aus Paris. Den Eiffelturm haben wir eben schon gesehen. Und unweit des Wahrzeichens von Paris der Chatrier, der größte Platz der Anlage bei den French Open. Das zweite Grand Slam Turnier des Jahres. Natürlich das richtig große Event für Sandplatztennis. Und Paris, dieses Turnier, ist etwas ganz Besonderes. The most important thing is feel myself competitive. I took a flight from Lyon to Paris and I think one person recognized me only, so you know I'm safe. Wenn man Serena Williams beim Training beobachten möchte, dann sollte man ein bisschen früh aufstehen. 9 Uhr morgens. Übrigens sehen wir hier einen Kameramann, der nicht von ihrer Seite weicht. Es wird eine spezielle Dokumentation derzeit gedreht. Schwester Wien ist noch früher. Die spielt oft um 8 Uhr auf dem Center Court. Da ist kein Mensch da. Und es ist auch eine Menge Stress für den Trainingspartner von ihr, denn er muss die Bälle punktgenau dahin spielen, wo es die Lady möchte. Und interessant auch, es gibt die ein oder andere Übung, wo man sagt, hey, ist das Kindertraining oder was? Also da denkt sich Patrick Mouratoglou immer was Spezielles aus, um das Gefühl für Sand zu bekommen. Eigentlich Mr. Unschlagbar auf Sand. Rafael Nadal überlässt nichts dem Zufall. Spielt jetzt gerade sich ein auf dem Suzanne Lenglen. Das ist der zweitgrößte Platz dieser herrlichen Anlage hier am Bois de Boulogne. Die Topstars können auf allen großen Plätzen vorher sich einspielen, um sich dran zu gewöhnen. Er testet auch Material, das heißt, welcher Schläger ist der beste mit welcher Beseitung. Wie gesagt, er überlässt nichts dem Zufall. Also das liebe ich im Vorfeld dieser French Open. Kleiner Platz, der Vierer und der zweitbeste Sandplatzspieler dieser Saison, Sascha Zverev, hier beim Turnier an 2 gesetzt, spielt genau auf diesem Platz. Keine Socke da, herrlich da zuzuschauen. Sascha, was erlaubst du dir eigentlich 3 Tage frei zu machen nach dieser kurzen Sandplatzsaison? Das ist eine absolute Frechheit. Ich finde, du musst durchspielen, Junge. Ja, ich bin ja auch frech. Deswegen. Was hast du gemacht? Erlaube ich mir, was ich möchte. Nein, gut, nach 3,5 Wochen ohne Pause darf man schon ein paar Tage frei nehmen. Ich denke, Rafa hat dasselbe gemacht. Ich war in Monte Carlo, war unglaubliches Wetter am Montag, Dienstag ist dann leider geregnet, aber wir waren auf dem Boot und haben einfach nur entspannt, sag ich mal so. An 2 gesetzt, ich sage nur selber schuld, ja, wenn du halt auch so gut spielst. Ist das eher Druck für dich oder sagst du, hey, das ist cool, weil da bin ich auch erstmal in einem anderen Tableau und kann von Match zu Match schauen? Nein, ich war heute in der Umkleide und war auf der Physiobank mit Hugo und dann war ich da alleine im Raum und dann kam Rafa rein und hat sich neben mich gelegt, haben wir ein bisschen geredet und dann habe ich irgendwann realisiert, oh Gott, er ist Nummer 1 gesetzt, ich bin Nummer 2 gesetzt, was ist denn hier los? Und das war so ein bisschen ein Wahnsinnsgefühl, sag ich mal so. Du träumst nur davon, bei Grand Slams zu spielen und jetzt bin ich an 2 gesetzt. Natürlich, wenn das Turnier losgeht, ist die Setzliste komplett egal. Du musst gegen den Spieler spielen, der auf der anderen Seite ist. Natürlich nehme ich viel mit von den Turnieren, die ich in den letzten paar Wochen gespielt habe, aber ich hoffe, ich werde hier genauso gut spielen und dann mal schauen, wie weit ich kommen kann. Danke dir. Danke. Wir haben schon gesehen, da hinten trainiert Novak Djokovic, zuletzt ja wieder erstarkt. Er trainiert übrigens mit einem Franzosen namens Pouilly. Das Interessante an dem ist, der hat einen ganz speziellen Berater an seiner Seite. Der war mal Nummer 2 der Welt und heißt Tommy Haas.
Das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb dieser knapp 3 Wochen insgesamt inklusive Quali werden rund 70.000 von diesen Filzkugeln hier verbraucht. Die werden danach übrigens recycelt. Das heißt für Tennisbodenbelege oder aber auch für Materialien für Tennisschuhe wiederverwertet. Das ist sicherlich eine richtig schöne grüne Sache. Und apropos Bälle, die Spielerinnen und Spieler, wie hier zum Beispiel hinter uns Angie Kerber, die gerade mit Suarez Navarro trainiert, die wechseln die Bälle während eines Trainings auch genauso wie im Match. Das heißt, nach der Einspielphase, nach dem 7. und dann nach jedem 9. Spiel. Und deswegen sind es dann am Ende knapp 70.000 Bälle, die hier verbraten werden. Kleines Päuschen jetzt mal, wobei jetzt sehe ich gerade hinter dem Kameramann, also das müsst ihr euch mal angucken. Kennt ihr den? Benoit Paire. Der sieht komplett anders aus. Der wollte ja aufhören, private Probleme, war 2 Jahre mit einer französischen Künstlerin namens Schim zusammen. Das ist dann in die Brüche gegangen und da hat er gesagt, jetzt habe ich überhaupt keine Motivation mehr. Ja, und was hat er gemacht? Eine Typenveränderung. Und wie? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Man redet ja immer so gerne von den großen Plätzen, dem Chatrier oder dem Suzanne Lenglen, aber der hier, wo gerade Simona Halep trainiert, der Einser, die Stierkampfarena, der ist echt was Besonderes. Hier gab es große Matches, hier hat Montiel mal die Hose runtergelassen, hier hat einen Kohlschreiber, einen Djokovic geschlagen und auch wir Pressefuzis sitzen richtig nah dran. Das sind ja vielleicht 3-4 Meter, also man erlebt hier wirklich die Matches hautnah. Zuvor war das der Zweier, das ist mittlerweile eine Baustelle, da war man noch einen Ticken näher dran, aber das hier ist jetzt der aktuelle Favorit aus meiner Sicht. Am weitesten weg als Zuschauer und auch als Journalist vom Geschehen sitzt man natürlich auf dem Chatrier. Hier sitzen normalerweise meine Kollegen. Es ist aber jetzt relativ leer. Warum? Es ist der sogenannte Media Day. Und da findet alles Wichtige draußen vor dem Stadion statt. Reiseführer Kohli sagt mir jetzt mal 3 Must-Go in Paris. Wahrscheinlich. Okay, machen wir mal Werbung hier. Louis Vuitton, Champs-Élysées. Da steht man eine Stunde an. Kann ich nicht bezahlen. Ja, okay, kann man nicht bezahlen, aber man kann ja einfach nur mal reinschauen. Das ist wahrscheinlich das größte Louis Vuitton-Geschäft der Welt. Man muss ja nichts kaufen, aber man kann sich es einfach mal anschauen. Was muss man denn noch? Ja, Eiffelturm. Machst du das noch ab und zu mal? Nee, ich hab's aber schon gemacht. Finde ich dann schon beeindruckend. Was gibt's denn noch hier in Paris? So viel, ich habe nicht wirklich viel gemacht. Also ich bleib bei 2 wahrscheinlich. Okay, danke. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Der Blick hinter die Kulissen hier bei den French Open, die müssen noch richtig ackern. Es haben sich ein paar Spieler, unter anderem auch Djokovic, beschwert. Hey, da ist doch viel zu viel Sand auf dem Center Court und deswegen gibt es jetzt Extraschichten. Vielleicht auch für euch, wenn ihr Lust habt, was Kurioses aus euren Clubs, Ballwechsel oder was auch immer. Wir kommen eventuell auch mal vorbei. Alles einsenden, das ist die Adresse, die gültig ist. Und ich sage dann erstmal bis auf Weiteres au revoir aus Paris. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stachys Wochenschau.